Ich erkläre mir eben kurz, was wir machen. Es gibt die sogenannte Kalkoff Academy. Das ist eine Schulungs- und Trainingsplattform für Händler. Ja. Und da machen wir verschiedene witzige Sachen. Unter anderem sind wir gerade dabei, in 48 Stunden von Emsteck, wo diese schönen Räder produziert werden, nahe Cloppenburg, bis nach Sylt zu fahren mit neuen, schönen Kalkoff-Rädern. In welcher Zeit? In 48 Stunden. In 8 Uhr. Das ist doch sportlich, ne? Insgesamt fahren wir 370 Kilometer roundabout. Für mich persönlich ist es eine Herausforderung. So viel Fahrrad bin ich innerhalb von 3 Tagen noch nie gefahren. Ich habe also gar nicht damit gerechnet, dass wir wirklich Fahrräder bepacken und dann ein Ziel haben, wo wir hinfahren müssen. Mit Übernachtung und so. Das ist schon jetzt cool. Das wird cool, weil alle die gleiche Motivation haben mitzufahren, ohne zu wissen, was es ist. Und ich glaube, diese Charaktereigenschaft schweißt genug zusammen. Ich bin der Fabian und bin Verkaufsleiter in der Radwelt Hasefeld. Ich bin Jessica, ich bin hier bei Kalkoff fürs Teilelager zuständig. Ich bin Uwe Baum, komme vom BOC Bielefeld, wohne in Detmold. Geiles Wetter, so, richtig schön angenehm. Mein Name ist Ingo Antons. Mein Jobtitel in voller Länge ist Teamleiter Customer Care International. Also vorgegeben ist uns auf jeden Fall Start und Ziel und einige Challenges, die wir absolvieren müssen, wie zum Beispiel in Bremen ein Foto mit den Bremer Stadtmusikanten machen oder mal in die Elbe springen. Bereit? Ja, pass auf, hier liegt Code. Das heißt, wo kann ich jetzt hin? Ich kann da so hin. direkt vor. Hier ist Ja, besser, okay. hier ist schlecht, wenn ich runterspringe. Bitte recht freundlich. Wir haben kein Rad mit drauf. Wollen wir noch ein Rad mit drauf? Doch, Ja, ja, wollen wir. komm, Wir das wollen das nee. nochmal machen. Das ist unsere Challenge. Ein Baumstammfoto. Mit dem Finger auf den Kalkoff-Schriftzug. Oh. 2 Stunden bis zu den Bremer Stadtmusikanten. Bis jetzt läuft es ganz gut. Ich habe so gefühlt, sind wir schon 50 Kilometer gefahren, aber das stimmt anscheinend nicht. Schräg aufgehört. Dann könntest du das Fahrrad Oh, da halten wir große Baumstämme. Oh mein Gott! Geiles Foto. Sag noch mal Aber was. sind sie nicht. Ey, da müssen wir eigentlich noch ein Wir Foto hätten mal ein machen. Stück weiterfahren sollen. Können wir noch ein Wir Foto nehmen noch mal machen? die großen Baumstämme. In der Sonne sieht es schön aus. Und weiter geht's. Geht's? Weiter geht's. Das wird dann auch Wusste Laura das hier? Ob der Strecke so viele Baumstämme liegen oder? Weiß ich nicht. Ich weiß es Aber auch es nicht. ist, glaube ich, wirklich einfach die Zeit jetzt dafür. Aber Borkenkäferprobleme habt ihr hier nicht, oder? I don't know. Hallo Das tut mir Kühe. richtig der Arsch weh. Und ich glaube, mein Vorbau muss ich ein bisschen näher ranholen. Oh, ein Der Druck kleines. hier. Da können wir ja drüber nachdenken, ob wir das nachher mal. Ob wir das noch switchen und mal probieren. Aber sonst habe ich das Gefühl, kein Kalkoff. Ich bin zu. Wenn ich den näher ranhole, dann ist der aber zu nah dran, der Lenker, oder? Bremer Stadtmusikanten fast geschafft. Ein ins wunderschöne Bremen. Erste Etappe geschafft. Geschafft. B-Punkt Nummer 1. Oh. Ich weiß nicht, ob ich gleich ganz dekadent sein soll und die letzten 20 Kilometer am Turbo fahre. Ich habe jetzt noch 87%. Ich weiß es, also ich habe 4 Balken, ich habe leider keine Anzeige, aber ich denke mal Dann wirst du auch 60%, denke ich mal, ja. Also ich bin schon 62 gefahren. Also laut GPS-Daten. Entschuldigung, nur kurze Frage. Hat jemand von euch meine Flasche? Eine Flasche von mir? Nein? Nein. Nee. Ich finde nur eine an meinem Rad. Ist eine weg? Da hast du dein Handy, was da oben drauf lag eben noch? Ja, das habe ich. Okay, weil ich habe meins eben hier reingetan. Okay, we've lost a bottle. Shit. Ja gut, dann müssen wir auch häufiger auffüllen, ne? Hilft ja nichts. Wir müssen ja alle Musikanten drauf Nee, das haben. geht nicht. Ich gehe doch wieder hier Das ist hin. gar nicht so einfach. Wer hat denn einen scheiß Selfie-Stick hier? So, jetzt 3, 2, 1. Also zu viert ist das schwierig. Ah, Träumchen. Ich glaube, wir müssen Das da sind einmal richtig gute Bilder geworden. Bis später.
geil werden, wird das halt wirklich den anderen zusammen auf dem Rad zu sitzen und wirklich zu gucken, dass wir die beste Strecke dahin finden. Ich denke mal, da versteht man sich wirklich gut während der Fahrt oder dann auch halt abends mal auf ein Bierchen oder sowas, weil das alles wirklich lockere, aufgeschlossene Charaktere sind. Ich glaube, dass wir schon sehr unterschiedlich sind, was ich aber auch als positiv sehe, weil ich glaube, dass wir uns da viel ergänzen können. Plus alles, was ich noch nicht weiß, was passieren wird. Darauf freue ich mich. 1 Kilometer noch. Easy peasy. Juhu! Juhu! Geschafft! Krass. Die sehen ja heiß aus. Schön, sind wir angekommen. Angekommen! Oh, warte, kleinen Moment. Ich falle hier erstmal um. Fabi, Ah, herrlich, ey. Ja, welches willst du nehmen? Ich gehe zu Fritz. ich nehme das erste Okay, dann hier. nehme ich das kleine da hinten. Ich muss erst mal gucken, wie das hier funktioniert. Mir ist noch nicht ganz klar, wie ich da hochkomme, aber okay. Wow. Und wie komme ich da rauf? Kletter ich jetzt auf den Tisch und dann komm dann da hoch oder wie? Das ist mega. Also das ist sau witzig. Ich finde das echt richtig, richtig cool. Also ich hoffe, ich habe noch keinen Plan, erst ob es warm genug ist heute Nacht. Mal gucken, ob ich seekrank werde heute Nacht. Aber ansonsten ist das spannend, sehr spannend. Ist ja super hier. Da hinten siehst du die Sonne untergehen. Sonnenuntergang ist da in der freien Natur. Was will man mehr, ne? Nach einem anstrengenden Tag Fahrradfahren. Möchtest du mein Equipment sehen? Ich bin vorbereitet für, falls ich doch heute Nacht mal zur Toilette muss. Ne? Ansonsten haben wir hier Kopfkissen. Oh. Luftmatratze. Schlafsack. Der Schlafsack ist drin, Kissen rein, dann kann ich da zumindest schon mal einfach reinhopsen. Der muss geladen werden. Morgen 160 Kilometer, das Doppelte von dem, was wir heute gemacht haben. Aber direkt früh losfahren. Ja, und die Fahrräder? Kalkoff hat einen guten Job gemacht. Schwupp. Es ist sehr grün. Jetzt mache ich einmal Probe liegen. Ich sage, ich finde es gut. Bin noch nicht sicher, wie gut ich hier schlafe, aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall gemütlich. Wollen wir uns nachher zum Essen ans Lagerfeuer setzen? Ich denke. Ja, ne? Wir hatten einen fantastischen Tag. Also, Ich fand ihn gut. Er hat gut angefangen, bis wir uns aufs Fahrrad gesetzt haben. Danach war das ein bisschen anstrengend. Nein, Scherz beiseite. Das war schön. Auch die Runde, also der Weg war schön. Da durch den Wald. Man merkt ihn Ja. irgendwie schon in den Beinen, komischerweise. Aber ja. Du hättest den Motor anmachen können. Ja. Aber ich muss auch sagen, der Handyhalter hat schon ganz schön Akku gesaugt. Du hast ja noch so viel Akku gehabt. Ja, trotzdem, Ach ja. man versucht ja so viel Also- wie möglich in Reserve zu behalten. Ja, da haben wir unterschiedliche Ziele. Ich versuche bestmöglich anzukommen. Wenn der Akku dann leer ist, ist das in Ordnung. Ja, Ziel morgen ist, dass wir in Heide ankommen. Auf jeden Fall müssen wir noch ins Wasser. Ja, also Ja, Nordsee. Aber Nordsee. Nordsee finde ich super. Nordsee Nordsee, besser. ja. Wir müssen morgen auch nochmal zurückfahren, ungefähr 40 Kilometer, bevor wir in die andere Richtung fahren. Wir müssen noch eine Flasche suchen. Ja, genau. Ja. Wir müssen darauf achten, dass nicht so viel runterfällt. Ich glaube, mir sind mit Sicherheit dreimal Sachen weggefallen Genau. und runtergefallen. Irgendwie hat er mich dann mit dem Aber du Verlieren hast von auch Sachen nie überholt, Bescheid weil gesagt. das Feuerzeug verloren. Nein, das war. Ja. Du warst immer einfach weg. Oh, wir haben Ingo verloren. Nein, Ach, ich schade. hole euch ja Naja. ein. Ich hole euch ja ein. Wie geil ist es, dass wir die Academy haben, weil deswegen dürfen wir beide auch an sowas teilnehmen. Ja, aber ganz Nein, ehrlich, ich finde es schon cool. Also, dass überhaupt ein Fahrradhersteller das macht, finde ich schon. Ist schon eine Hausnummer. ich hatte mir auch was ganz anderes vorgestellt, als ich mich da beworben habe. Ich dachte, wir fahren von dem Werk von Kalkoff mit dem Fahrrad irgendwie in die Richtung den einen Tag, dann in die Richtung und dann in die Richtung und testen irgendwelche Fahrräder.
Als ich dann hörte, wir fahren 380 Kilometer, 360 Kilometer nach Sylt, dachte ich mir, oh, ist ja doch ein bisschen was anderes. Und dann auch noch selber die Route planen und die Unterkünfte aus. Ich habe auch gedacht, das ist mehr supported. Ja, Das war, also Aber das hier ist ja neuer mehr, Akku das rein. ist ja mehr Abenteuer, das andere wäre ja langweilig. genau. ja. Also die Idee zu haben, sowas zu machen und dass wir dabei sein können, finde ich sehr cool. Mal der Arbeit entfliehen. Für uns auch. Oder auch dem Alltag irgendwie. Für uns das Arbeit. Es ist genauso schön wie Arbeit. Genau. Also bei Kalkow arbeiten ist halt einfach wunderschön. Deswegen ist dieses hier genauso. Ungefähr. Ich kann nicht mehr ernst. Also es ist auf jeden Fall ein Erlebnis wert, in einem Baumzelt zu schlafen. Es ist wie eine große Hängematte irgendwie, also man liegt auch nicht richtig gerade. Ist halt was anderes, als auf dem Boden zu schlafen. Ein paar Besucher gehabt aus dem Wald, die einen da ein bisschen wach gehalten haben. Ich glaube, ein Reh war das. Ich glaube, Uwe hatte sogar Besuch von einem Wildschwein. Ich war oft wach in der Nacht, aber hilft ja alles nichts, ne? Wir müssen ja heute ankommen. Guten Morgen. Sind schon ein paar Tiere hier unterwegs. Wildschweine, Kram hier unter deinem Zelt und suchen irgendwas. Ist halt, wenn du dich da reinlegst, ist es irgendwie abschüssig in die Richtung. Du musst dich also so legen, dass die Beine nach da sind und dann rutschst du trotzdem runter. Also ist nicht gleichmäßig gespannt. Und wahrscheinlich der Baum da einfach zu weit weg ist. Ich fühle mich fit, ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gerade frisch geduscht und fühle mich jetzt auf jeden Fall schon wieder besser. Ich fand es ganz bequem da oben, aber ich habe zu viel gehustet und musste dann, habe dann unten im Sitzen geschlafen mit 3 Kissen aufeinander. Das war besser. Das ging. Also ich habe ein paar Stunden Schlaf bekommen, fühle mich jetzt gut und fit und ja, packe jetzt zusammen und dann geht's aufs Rad. Besser als ich dachte, habe ich geschlafen. Schon kalt, aber in Schlafsack und mit Weste und allem an war es warm genug. 80 bis zur Fähre. In einem Spurt durch. Also ich bin der Erste, der wieder ein bisschen Akku lässt. So, Aber warum los? Bei 20% wir können, laden wir. Ja. Bisschen mehr als Hälfte ist Fähre. Ja. Also Fähre ist schon mal gut, Schon. wenn wir die erreichen. Wetter ist top. Wetter ist top. Ging eben schon gut los, also von daher. Bisschen diesig. Man merkt tatsächlich, wenn du morgens losfährst, diesen extremen Verkehr, der hier ist. Und dir kommen wirklich viel Radfahrer entgegen, Eltern mit Kindern, genervte Autofahrer, die hinter uns herfahren mussten gerade. Der war ja voll genervt. Ne? Aber der Kamera ist ein bisschen schnell. Cut. Ich würde sagen, Gas geben, oder? Ja. Müssen wir Ja, das 35 meine ich Schritt auch machen. gerade. Jetzt Müssen wir müssen wir mal aufholen. irgendwie. Müssen wir irgendwie ein bisschen fahren hier. Ja. Hey Jessica, du hast ja doch wieder geile Socken an, ne? Ja, ne? Ja. Jetzt frei. Let's go! Let's fetz! Ich glaube, jeder geht eher in eine Rolle, wenn er in einer Gruppe ist. Meine Rolle in der Gruppe ist ja der Navigator. Ich hoffe, das kriege ich alles so geplant, weil letzten Endes fahren sie mir hinterher und ich bin ja dafür verantwortlich dann, dass wir auch pünktlich auch am Ziel ankommen. Meine Rolle im Team ist tatsächlich die technische. Das heißt, ich muss gucken, dass die Fahrräder alle gut ans Ziel kommen. Meine Rolle wird die Motivatorin sein. Ich mache sie mal weiblich. Also ich bin fürs Essen zuständig. Ich bin der Organisator und freue mich auf die Rolle und kann sie, glaube ich, gut ausführen. Langsam kommen die Wehwehchen.
Wasser auffüllen? Ich würde Ich sagen, könnte Wasser Proviant gebrauchen. auffüllen und dann an der Fähre Pause, ne? Ja. Weil zur Fähre ist ja nicht mehr weit. Wie lange ist noch bis zur Fähre? 20 Kilometer. Jetzt. Nee, die fahren wir dann. Wir Wie sind viel? voll im Flow. Wie viel Meter? 20. Ja. Ich fahre immer mehr als die anderen. 67,2. Heißt noch 8 Kilometer bis zur Hälfte. Für heute. Also macht der Akku? 89%. Kein Problem bei mir. Glaubst du nicht? Das gibt's ja gar nicht. Das habe ich jetzt nicht geglaubt. Ich würde nie vor der Kamera lügen. Also der erste Balken ist weg. Aber der ist gerade auch erst weggegangen. Also ich denke mal so vielleicht 78%. Würde ich schätzen. Ich fahre ja auch ab und zu noch ohne. Aber der Smartphone Grip, wie gesagt, der saugt auch gut. Ich schwitze für alle zusammen. Aber die Beine werden schon, werden jetzt schon ein bisschen schwer. Aber mein Akku reicht, glaube ich, und wir halten das durch. Wir haben bald ja schon die Hälfte. Ich finde, so nach dem Anhalten merkt man doch die Beine. Ne? Bei langen Strecken das Geheimnis nicht anhalten. Also merkt ihr die eure Beine jetzt auch? Ja, also die Kniescheibe. Heute müssen wir ja 150 fahren. 75 haben wir. Also Halbzeit für heute. Ja. Ingo, was hast du dazu? Ah, herrlich, ich amüsiere mich. Das ist so geil, dass man mit dem Fahrrad da einfach vorbeifahren kann. Ja. Weißt du ja, was und der die Vorteil alle von dem Fahrrad warten ist? müssen. Ey, herrlich. Wir stellen uns einfach ganz vorne hin. Ja. Träumchen. So, Fähre geschafft. Oh, ein Kalkhoff. Ja. Wir können eine Stärkung. Challenge absolvieren. Moin. Please, no press. Dürfen Sie mal was fragen? Ja. Wie gut sind Sie mit Ihrem Fahrrad zufrieden? Mit dem Ja. Kalkhoff? Sehr zufrieden. Sehr zufrieden? Ja. Schön. Meinen Helm ab, damit man meine wahre Schönheit auch erkennen kann. Dann gib dem Herrn noch mal als Sonnenschutz. Genau, was da. genau. Falls Platz ist zum Verstauen, haben wir hier auch Merch. Kalkhoff Werbung Hier wunder- Oh, das liebe ich doch. Eine Sonnenbrille, Ja. Eine Sonnenbrille? ein Quartett. Ne, weil beim Weizenbier gibt es nichts Schöneres als ein Kalkhoff-Quartett. Meine Güte, Mit Leute. den neuen Modellen und Ich gebe euch natürlich gerne was noch zum meine Schreiben. private Adresse. Für die größere Präsente. Schön. Die haben jetzt auch alle ABS zum Beispiel. ABS. Und die- was das heute alles bei Fahrrädern Ja, gibt. Ne? du, Wir waren früher froh, wenn wir eine Klingel am Fahrrad hatten. die gibt es bei uns dafür nicht mehr. Nein, Nee. doch, die haben wir auch dabei. Am Ende rechts, sehr gerne. Oh, hier, Helm, wenn du deinen Helm haben kannst. Oh, aua, Schmerzen, aua. Tut dir also ich weiß nicht, ob es gerade nur mir so geht. Also es tut gerade richtig Bei weh. mir tut es auch richtig toll weh. Ich sagte ja, der Sattel wird nicht mein bester Freund auf der Tour. Oh, herrlich. Guck mal, alles Reddachhäuser. Das war schön an den Deichen lang. Oder wäre es einfach ein Stück Kuchen? Versuchen entweder einen Kaffee oder so, weil jetzt zu essen brauche ich jetzt auch nichts mehr. Oder sowas. Ja, Ja. der Marsch zur Fähre. Zweites Sphären-Selfie. Ja. Uwe, Auch Fabi. ein Selfie. Träumchen. okay, also wir sind 113 Kilometer gefahren und mir tut der Arsch weh und die Beine und die inneren Oberschenkel und das war's. Ja, kurz sammeln und mal eben auf Google Maps gucken, was hier so geht. Wir essen jetzt
Und dann fahren wir nach Heide. Ich habe jetzt noch 74%. Nach 102 Kilometer auf dem Bosch und 115 Kilometer auf dem Garmin. Geiles Rad, also wirklich sehr erstaunlich. Ich kann wirklich meinen Kunden sagen, ey, fahrt Eco. Kauft euch einen anderen Sattel. Ne? Passt auf euren Sattel auf. Ich sage den Leuten immer, du hast pro Balken ungefähr 20 Kilometer. Habe ich immer gedacht, so im Mischverhältnis, ne, wenn du auch mal ein bisschen höher fährst, aber da, das ist sehr gut. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Nachher fahren wir unsere Akkus leer Meine Beine und dann merke ich kommen auch wir mittlerweile. da in diese Jugendherberge und dann gibt es keine Steckdosen. Ich bin ein bisschen fresh jetzt. Hatte ich von 2 schon mal einen Sehtest, dann meinte ich, ist ja okay. Ja. Boah. Und, oh, stopp! Ich habe auch mal was verloren. Immer noch 62%. Irgendwas stimmt mit den Rädern nicht, ich sag's dir. Ich kann mir das nicht vorstellen. Meinst du, die haben da eine extra Software drauf, dass Ich weiß es nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Alter, das sieht ja krass aus. Hier gibt es gefühlt nur Strommasten und Windräder. Ja, Ah, Wahnsinn. Turbo! Alter! wie du einfach noch 4 Balken hast. Du könntest dann mit dem Rad 500 Kilometer am Tag fahren. Uwe, sag mal, hast du Hunger? Warte, Moment. Hier links? Okay. Links. Jetzt verbreiten wir Stress hier. Ah. Jesus. Also lass mich erst stehen. Sehr schön. Wir haben geschummelt, wir haben den Turbo angemacht nachher. Ja, wir waren richtig dekadent. Und ich habe immer noch 42%. Ich nicht. Wie hast du das, 87? 67. 67, ja gut, das muss auch mal sein. Ja, geil. Ja. Ja, Jessica, Aber ich habe immer am Jessica- meisten. Super. Mit Jessica müssen wir uns nicht Jessica betteln. hat eine eigene Einstellung. Auf dem Eco kommt sie, ich glaube, 500 Kilometer am Tag. Ich würde sagen, das ist die Mit beste- Unterstützung. die beste Kalkaufwärmung. Ja, Aber ich hätte mit Eco 180 fahren können. also ich muss auch sagen, also ich hätte nie gedacht, dass man mit den NTS 5 Ja. so weite Strecken hinkriegt. Ja, fantastisch. Chapeau. Auspacken, duschen, frisch machen, Akkus Essen. laden. Akkus laden, genau. Also wenn einer vergisst, den Akku zu laden, ne, der wird morgen ausgeschlossen. Morgen wird knackig. 12:15 Uhr müssen wir am Bahnhof sein. Naja, 12:15 Uhr fährt der Zug. Also würde ich sagen, so Viertel vor, ne? Wir peilen mal an. Ja, Halb? 11:30 Uhr, 12 Uhr. ja 11:30 Uhr, 12 Uhr anpeilen. Wann fahren wir Das los? Um werden- 6. Ja, wir müssen auf jeden Fall zeitig los. Das sind 83 Kilometer. Morgen düsen wir in Windeseile nach Nibel. Weil der Wind bis dahin dreht und nicht mehr als Gegenwind Genau. kommt. Ich hatte heute schon einen Ohrwurm von Bob Dylan, Blowin' in the Wind. Und wenn wir morgen angekommen sind, springen wir in die Nordsee. Genau. Wird sportlich, ne? Weil wir haben Zug gebucht
Irgendwann, ich glaube um 11:30 Uhr. Und den müssen wir kriegen. Jetzt haben wir es, ich meine irgendwie 5:45 Uhr, war aber schon 4 Uhr wach. Danach kann ich nicht mehr einkaufen. Irgendwie Zimmer neben mir ist vorhin einer mit seiner Rübe gegen die Wand gehauen. Danach war ich wach. Hat einmal Rums gemacht. Moin. Guten Morgen. Was steht auf dem Spiel? Was ist die Challenge heute eigentlich? Die eigentliche Challenge? Den Zug zu kriegen. Den Zug pünktlich zu bekommen. Und die Challenge dann in den Zug reinzukommen mit 4 E-Bikes. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, das kriegen wir schon hin. Ja. Aber, was haben wir gerade gesagt? Wir haben 1 Stunde Puffer, ne? Ja, 1 Stunde Puffer haben wir. Für Essen, Pinkelpausen. Ich würde ja jetzt sagen easy peasy, aber naja. Geht so. Aber ich wäre auch traurig, wenn du es nicht sagen würdest, Inge. Ja, wir schaffen das locker. Ja, Können wir jetzt mal losfahren? Oder so? Eine Brille ist noch beschlagen, ich sehe durch. Ja, fahr einfach Aber wir mit fahren ja her. erstmal zum Bäcker. Man könnte jetzt Wir auch noch sind- Licht anmachen vielleicht, Wir sind ne? guten Mutes. Ja, Oh shit, was wir hab ich sind auch jetzt voller gemacht? Hoffnung. Falsche Knopf. Wie gesagt. Ah, herrlich. Das ist herrlich hier am Morgen, ey. Das heitert mich richtig auf. Dafür macht man so komische Touren, finde ich. Dafür steht man auch so früh auf. Ja. Aber man merkt jetzt richtig so an den Morgentemperaturen, dass es wieder Richtung Herbst geht, ne? Ja. Dass jetzt wieder so Nebel und Tau kommt. Ja, wir haben Mitte August. Aber man sieht, so architektonisch ist das hier auch anders ein bisschen, als zumindest bei uns so. Einige andere Häuser. Da fahren wir hier gleich rechts ran. Nibel Bahnhof. Ja, dran vorbei am Gebäude, oder? Hier schnell. Müssen wir, Nibel Bahnhof, geile Sache. ja. Bin ich irgendwo. Schmerzen. It hurts. Hier gibt es keinen Stopp. Hier ist ein extra Hinweis, dass in unserem Zug Fahrradmitnahme schwierig sein könnte. Also
Ich glaube, es heißt noch Daumen drücken. Der nächste fährt, glaube ich, erst um 13:30 Uhr. Ich meine, mit dem Fahrrad rüberfahren können wir nicht. Irgendwie müssen wir es dann hinkriegen. Bisher war der Plan, wenn es eine Schaffnerin ist, kümmern die Jungs sich darum. Wenn es ein Schaffner ist, dann ich. Mal gucken, ob wir darauf zurückgreifen müssen. Auf der Deutschen Bahn-App habe ich schon mal geguckt. Da steht nämlich Fahrradnahme nicht möglich. Das ist spannend. In Fabis App wird gesagt, keine Fahrradmitnahme. Und in meiner App schon. Ja. Also in der Deutschen Bahn-App. Aber That's funny. Deutsche Bahn-App halt, ne? Oh, der ist voll bis oben. Echt? Boah, der ist schon richtig voll. Und Kannst jetzt? vergessen. Naja, Ist das ein Fahrradabteil hier? Den Fahrrad kannst du vergessen. Sehr geehrte Fahrgäste, wie Sie merken, ist dieser Zug stark überfüllt aufgrund, dass der vorige Zug ausgefallen ist. Dieser Zug ist also voll. Es kommen ja auch noch andere Züge. Wer jetzt nicht dringend mit rüber muss, nutzt bitte die nächsten Reisemöglichkeiten. wir müssen dringend rüber. Ja. Wahrscheinlich stehen wir jetzt hier gleich so lange, bis Ingo und Uwe auch einfach da sind. Wo waren die denn? Was denn? Die waren weiter vorne oder hinten? Na, die sind doch gar nicht in dem Zug. Die sind nicht in diesem Zug. Die sind nicht mitgekommen. Ach so, ich hatte sie gar nicht mehr gesehen auf dem Gleis. Nee, ich auch nicht, aber sie sind nicht mitgekommen. Die kommen mit dem nächsten Zug. Deshalb sage ich ja, dass die das ganz entspannt hatten. Die sind ganz so, entspannt im nächsten ich dachte, Zug. ja okay, alles klar, jetzt habe ich verstanden. Ach so, und ich dachte, die wären schon drinne. Ich dachte auch, die wären drin. Ich habe aber mit Ingo telefoniert. Weil ich habe sie nicht gesehen. Und, Sie waren auf einmal... deshalb dachte ich auch, dass die drin Genau, sie wären. Und das war standen für vor mich der dann- Tür und auf einmal waren sie weg und dann dachte ich, die haben es reingeschafft, deswegen Ja. habe ich auch reingeschoben. Ja, genau. Das habe ich auch gedacht. Die beiden sind drin, dann lass uns auf jeden Fall versuchen, auch reinzukommen. Ja gut, dann wird das wohl mit... Ne, 14:30 haben wir Zeit, ne? 14:30, ja. Wir stehen jetzt gerade am wunderschönen Bahnhof in Nibel und haben es doch noch geschafft. Unsere Gruppe wurde gerade gesplittet. Jessica und Fabian sind schon vorgefahren. Und dieser Zug geht noch, so halbwegs entspannt. Alles Abteil ist aber voll. Und wir haben es gerade geschafft, das schöne Bike hier abzustellen. Und anscheinend, ich hoffe, wir kommen gleich los und nur ein paar Minuten später. Und hoffe, dass wir rechtzeitig da sind. Ja, ja. So, Wobei der nächste Zug ist ja nicht so voll. Das fand, glaube ich, das entspannt. weißt du nicht. Doch, ich habe es gibt ein Video von Ingo. Der Ach, unterhält echt? sich auch irgendwie entspannt mit einer Frau. Lass mich raten, er sitzt sogar. Ich glaube, die sitzen wirklich. Moin aus dem Zug, nach Sylt. Moin aus dem Zug. So, nachdem wir unseren Zug nicht bekommen haben, haben wir es jetzt aber geschafft, noch nette Menschen kennenzulernen. Und wie der Zufall es will, Svenja arbeitet in der wunderschönen Stadt Cloppenburg, wo ursprünglich unsere Kalkaufräder gemacht wurden. Genau, Kalkoff ist mir auch ein Begriff und natürlich fährt jeder Kloppenburger fast Kalkoff. Aber schön, ich freue mich. Ich wünsche euch ganz viel Glück für eure Challenge, dass ihr sie gleich schafft. Dankeschön. Das Wetter ist mit euch, das Meer ist mit euch und ja, ich würde mal sagen, mehr Werbung als Fahrräder geht nicht auf dem Cool. Sylt. Cool. Und dir einen schönen Urlaub. Dankeschön. Danke. Wir sehen uns auf Sylt. So, Party People am Start. Boah, ey. Wir waren doch viel schneller als gedacht. Oder? Ja, Fantastisch. ein Träumchen. So, wisst ihr, wo wir lang müssen? Wieso seid ihr noch nicht startklar? Naja, wir wussten nicht, wann die ankommt. So, wir haben 13:07 Uhr. Wir haben 1 Stunde 23 Minuten. Deswegen Navigator nach vorne und Gas. Also mindestens Tour, wenn nicht Turbo, wenn es der Akku hergibt. Würde ich sagen, oder? Warte, jetzt will ich erstmal eine Ich Uhr bin besuchen. ready. So, hier ist rechts auf jeden Fall. Ein gutes Abenteuer. Ja, die Strecke an sich. Man weiß nie, was passiert. Man lernt immer aus irgendwelchen Gründen andere Leute kennen. Man kommt mit dem Fahrrad halt an Orte, die man ja mit dem Auto nicht sieht. Wie viel Zeit haben wir noch? Gerade keine Ahnung. Frag mich mal einer, wo ich den Schlüssel
Stunden noch. Ja, okay, los. So, Okay, wir sind ready. los geht's. Okay. Also rückblickend ist es so gewesen, dass es, glaube ich, eine der geilsten Aktionen gewesen ist, die ich auf dem Fahrrad gemacht habe. Ich nehme aus diesem Abenteuer für mich persönlich mit, dass einfach das Fahren in einer Gruppe mit mehreren Leuten doch besser ist, als nur zu zweit zu fahren, weil es zu dritt oder zu viert auch nochmal mehr Spaß macht. Out of the Doku. Also man fährt die Räder ja auf Arbeit, Probe, aber auch nie so wirklich. Und jetzt auf der Tour hat man gemerkt, dass da noch mehr hintersteckt, ne? Oder dass sie auch noch mehr leisten können als das, was wir in den Verkaufsgesprächen dazu erzählen. Ja, es ist aber ein E-Bike. Das Aber ist eigentlich falsch an der Stelle, sondern es ist ein E-Bike und es ermöglicht uns so viel und weit zu fahren und so tolle Strecken zurücklegen zu können. Ich war ja eigentlich immer jemand, der gesagt hat, ein E-Bike, ne, du bist jetzt 51 Jahre, du brauchst noch kein E-Bike, du bist sportiver. Aber wahrscheinlich das nächste Fahrrad, was ich mir holen werde, wenn ich mir wieder eins hole, wird wahrscheinlich tatsächlich ein E-Bike sein. In den letzten 48 Stunden hat mich am meisten überrascht, wie schnell man Personen näher kommt. Wir sind tatsächlich als unterschiedliche Leute losgefahren, also Charakter, die sich nicht kennen, nie miteinander was zu tun hatten und sind hier angekommen als ein Team, was sich echt gut verstanden hat und was sich auch auf Anhieb gut verstanden hat, was das Tempo angeht und Absprachen. Also das war wirklich eine positive Erfahrung. Ja. Es hat super viel Spaß gemacht. Das hat als Team Spaß gemacht. Es ist toll, hier anzukommen. Das ist genau meine Umgebung, mein Ort hier. Ich liebe die Dünen. Also für mich hätte es kein besseres Ziel geben können. Ja, ich hatte jeden Tag so ein richtiges Glücksgefühl. Die Academy an sich ist echt eine coole Sache. Die Veranstaltungen, die da gemacht werden, das ist was Einzigartiges, was Kalkoff da auf die Beine gestellt hat. Vielen, vielen Dank für diese geile Aktion. Prost. Auf wunderbare 48 Stunden.